Hallo ihr Lieben, jedes Jahr gibt es von mir passend zum Muttertag für euch ein neues Tortenrezept und diesmal habe ich mich für einen italienischen Klassiker entschieden, die Torta Mimosa. Dafür braucht ihr in erster Linie 2 Biskuitböden, die habe ich in einer 24er Springform gebacken nach meinem Grundrezept, da gibt es ein ausführliches Video, schaut euch das einfach an und backt sie nach. Das einzige, was ich anders gemacht habe, ist, dass ich ein bisschen gelbe Lebensmittelfarbe hinzugefügt habe, damit die Böden am Ende eine knalligere Farbe haben. Sie sind schön hoch, ca. 7 bis 8 cm und lassen sich ohne Probleme zweimal durchschneiden. Für die Konditorcreme braucht ihr Milch und Eigelbe, Speisestärke, Zucker und Vanillepulver, Extrakt, Paste, was auch immer ihr zu Hause habt. Außerdem braucht ihr Sahne und da verwende ich am liebsten Guma Patisserie Creme. Das ist eine vegetarische Sahnealternative, die man wie Sahne verwendet, aber sie ist standfester und stabiler und gerinnt nicht so leicht wie Sahne. Sie behält ihre weiße Farbe und kommt ohne Palmfett aus. Erhältlich ist sie bei Spar, Interspar, Billa, Billa Plus, Superlüti und Adek. Weitere Infos zum Produkt findet ihr unter dem Link in der Infobox. Für die Füllung Dosenananas, Dessertkirschen, hier habe ich noch gelbe und rote Lebensmittelfarbe und eine frische Ananas. Zuerst bereiten wir den Pudding für die Creme vor, dafür gebt ihr die Milch in einen Topf und erhitzt sie. In der Zwischenzeit mixt ihr die Eigelbe mit dem Zucker und Vanillepulver cremig und fügt im Anschluss die Speisestärke hinzu. Ein Tipp für besonders Eilige, in diesem Fall nicht sofort den Mixer einschalten, denn sonst fliegt euch die Speisestärke um die Ohren und ihr habt eine Sauerei in der Küche. Einmal kurz umrühren und dann erst weiter mixen. Jetzt gebt ihr unter ständigem Mixen die heiße Milch zur Eigelbmischung dazu und zwar portionsweise. Diese Mischung füllt ihr jetzt wieder um in den Topf, stellt ihn auf den Herd und kocht jetzt einen sehr dickflüssigen Pudding. Das kann schon ein bisschen dauern, aber ihr braucht beim Rühren Ausdauer, denn ihr dürft nicht aufhören zu rühren, ansonsten brennt euch der Pudding am Boden an. Zuerst bilden sich viele kleine Klümpchen und ihr habt vielleicht das Gefühl, oh mein Gott, dieser Pudding ist irgendwie komisch, aber ihr müsst einfach fleißig weiter rühren, dann wird er schön cremig und das seht ihr jetzt gleich. Et voilà, und fertig ist er, wenn er so aussieht. Jetzt wird er umgefüllt in eine flache Form und mit Frischhaltefolie so abgedeckt, dass diese ihn an der Oberfläche berührt, damit sich keine Haut bildet. Lasst den Pudding vollständig auskühlen, allerdings nicht im Kühlschrank, sondern auf Zimmertemperatur. In der Zwischenzeit kümmert ihr euch um die Deko und dafür müsst ihr einfach nur eine Ananas schälen und in möglichst dünne Scheiben schneiden. Damit die Scheiben möglichst dünn sind, schneidet ihr die Ananas in etwa bis zur Hälfte ein und dann zieht ihr das Messer einmal ganz schnell durch. Trocknet die Scheiben mit Küchenrolle gut ab und legt sie auf ein mit Backpapier belegtes Blech oder Rost. In einer kleinen Schüssel vermischt ihr etwas rote Lebensmittelfarbe mit Wasser und färbt damit die Ananasscheiben nach Wunsch ein. Trocknet sie im vorgeheizten Ofen bei 120 Grad Umluft oder 140 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 35 bis 45 Minuten. Nach dem Trocknen drückt ihr sie in eine Mini-Muffin-Form oder in kleine Espresso-Tassen, damit sie diese schöne Blütenform erhalten. Achtet aber darauf, dass ihr sie nicht zu stark trocknet, denn sonst brechen sie und lassen sich eben nicht in die Form drücken. Im nächsten Schritt gebt ihr die Ananaswürfel durch ein Sieb und fangt den Saft dabei auf, denn den brauchen wir für die Biskuitböden. Und die Ananasstückchen, die schneidet ihr in noch kleinere Stückchen. Dasselbe macht ihr mit den Dessertkirschen, denn die müssen ebenfalls klein geschnitten werden. Den Ananassaft fülle ich mir in eine Flasche um und tränke damit später die Biskuitböden. Es folgt die Sahne bzw. Patisserie-Creme und da reichen ca. 3 bis 4 Minuten Mixen aus, bis sie die ideale Konsistenz hat. Mixt nicht zu lange, denn sonst wird sie sehr fest. Es reicht, wenn sie schön cremig ist.
Der Pudding ist in der Zwischenzeit auch schön fest geworden, richtig wabbelig. Damit können wir jetzt nicht so viel anfangen, deswegen müssen wir den Pudding nochmals gründlich mixen, bis er schön cremig ist. Danach könnt ihr ihn mit der Sahne bzw. Patisseriecreme vermischen. Teilt die Creme auf 3 Teile auf. 2 brauchen wir zum Befüllen und einen zum Bestreichen. Und ich fülle mir die Creme gerne in Spritzbeutel um, weil ich sie so einfach besser portionieren kann. Schneidet einen der Böden 2-mal horizontal durch. Normalerweise möchte man bei Torten schöne eckige Ränder haben. Das ist bei dieser Torte nicht der Fall, deswegen entfernen wir die Ränder auf diese Weise. Diese Torte soll an die Mimose erinnern mit ihren runden gelben Pompomblüten und deswegen geben wir auch der Torte diese Form. Tränkt den untersten Boden mit etwas Ananassaft und verteilt darauf den ersten Teil der Creme. Es folgen die Ananasstückchen, Dessertkirschen, der zweite Boden und der zweite Teil der Creme. Bevor ihr die Torte mit dem dritten Teil der Creme einstreicht, kümmert ihr euch um den zweiten Biskuitboden. Schneidet diesen ebenfalls in Böden und entfernt so gut es geht alle braunen Stellen. Denn wir brauchen für die Torte viele kleine gelbe Würfel. Von jedem Boden entfernt ihr die Ränder und schneidet sie in Streifen und anschließend in kleine Würfel. Die Reste, die vom Wegschneiden übrig bleiben, müsst ihr natürlich nicht wegwerfen, ihr könnt sie einfrieren oder ihr lagert sie einige Tage lang im Kühlschrank und daraus lassen sich wunderbare Desserts zaubern. Ein paar Ideen findet ihr auf meinem Blog. Wenn die kleinen Würfel bereitstehen, könnt ihr die Torte von allen Seiten gründlich einstreichen und mit den Würfeln belegen. Beim Einstreichen müsst ihr nicht allzu genau arbeiten, denn diese Schicht sieht man unter den Pompomblüten später sowieso nicht. Wichtig ist nur, dass ihr genug Creme anbringt, damit die kleinen Pompoms auch dran haften. Zurück zu den Ananasblüten, die bekommen noch eine Mitte aus Dessertkirschen, werden mit einem Zahnstocher fixiert und landen dann auf der Torte. Die Torte könnt ihr 2 bis 3 Tage lang im Kühlschrank gut verpackt lagern, sie bleibt also bis zu 3 Tage lang frisch. Ich mag diese Torte, weil sie ohne Butter, ohne Gelatine auskommt und ihr einfache Zutaten dafür verwendet, die ihr in jedem Supermarkt findet und deswegen ist sie auch wunderbar einfach zum Nachbacken. Alle Infos zur Guma Patisseriecreme und den Produkten, die ich zur Herstellung meiner Torten verwende, findet ihr wie immer in der Infobox.
Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wenn das der Fall ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihm einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert und ihr könnt mich natürlich gerne auf Instagram, Facebook und Pinterest besuchen. Den Mamas unter meinen Followern wünsche ich einen wunderschönen Muttertag und alles Liebe.